Also wie ich die Diagnose NET bekommen habe, war ich eigentlich erleichtert, weil mein Befund grundsätzlich einfach ein sehr großer Befund ist. Und wenn es ein normaler Krebs gewesen wäre, wäre ich nicht mehr hier. Neuroendokrine Tumore sind selten. Sie machen etwa nur 1% aller bösartigen Tumorerkrankungen aus. Eine Besonderheit ist, dass sie überall im Körper entstehen können. Das liegt daran, dass sie aus Ursprungszellen hervorgehen, die zum sogenannten Neuroektoderm gehören, und dieses Gewebe kann quasi überall im Körper vorkommen. Am häufigsten sind sie jedoch in Magen und Darm, Bauchspeicheldrüse und Lunge zu finden. In frühen Tumorstadien, die insbesondere lokal begrenzt sind, kommt der Chirurgie eine große Bedeutung zu. Das liegt daran, dass wenn eine vollständige Entfernung des Tumors, sei es jetzt chirurgisch oder auch endoskopisch erfolgt, eine Heilung des Tumors möglich ist. Ich habe Platzangst und normalerweise dauert so eine PET-CT-Untersuchung oder im alten System 40 Minuten und im neuen System werde ich da 4 Minuten drin liegen. Und das ist natürlich ideal für mich. Und das Zweite heißt natürlich, das sind viel genauere Bilder. Und dadurch, dass die halt schon sehr, sehr kleine Herde erkennen, können sie das Risikopotenzial einfach der Aktivität des Tumors viel anders einschätzen. Das gibt mir wieder mehr Sicherheit. Also ein wesentlicher Vorteil dieses PET-Gerätes kommt auch durch seine Bauart. Und zwar haben wir im konventionellen PET-Scanner ein sogenanntes Gesichtsfeld, also das Areal, welches wirklich abgetastet wird mit der Bildgebung von lediglich 25 cm. Und hier können wir bis zu 1,06 Meter abtasten. Das heißt, wir können auf einmal ein viel größeres Gesichtsfeld eben messen und dadurch haben wir auch eine viel höhere Sensitivität an diesem Gerät im Vergleich zu High-End konventionellen PET-CT-Scannern, und dieser Gewinn an Sensitivität ist eben auch über Faktor 10. Und dadurch können wir auch zum einen die Untersuchungszeit für die Patienten deutlich reduzieren, da reden wir im Minuten- oder Unterminutenbereich, oder aber auch die zu verabreichende Radioaktivität ebenfalls reduzieren. Und das kann natürlich auch einen wesentlichen Impact haben für unsere Patienten, gerade wenn es auch um die Planung von Strahlentherapie oder Operation geht. Wir sind das erste Universitätsklinikum in Deutschland, die eben so ein Gerät bekommen hat. Und das ist natürlich für uns ein großer Stolz, weil wir nicht nur in der Patientenversorgung hier einen wesentlichen Aspekt haben, sondern auch als forschungsaktive Universität dann hier neue Radiopharmaka gerade für die Immunbildgebung an diesem Gerät testen, ausprobieren und auch entwickeln, damit wir auch neuartige Therapieoptionen wie eben auch diese Immuntherapien frühzeitig monitoren können, Therapie ansprechend besser evaluieren, um eben auch sehr kostenintensive Therapien frühzeitig, wenn sie nicht wirken, zu pausieren und andere therapeutische Möglichkeiten den Patienten zu bieten. Ich selber bin zügig in die Selbsthilfegruppe gegangen für neuroendokrine Tumore. Da war ich jetzt auch lange Regionalgruppenleitung hier. Und wir machen mit der Klinik zusammen Infoveranstaltungen, Online-Seminare, und wir treffen uns als Betroffene auch zu Wanderungen und Spaziergängen. Also ich habe ja das große Glück, dass ich hier in Tübingen behandelt werde. Also Tübingen ist ja ein europäisches Zentrum und das bietet auch viel Unterstützungssysteme an. Der wichtigste Punkt war, glaube ich, erstmal anzunehmen, dass ich krank bin und dass mir das bleibt an der Stelle. Auf der einen Seite versuche ich, meine gesunden Anteile zu stärken, Sport, gute Ernährung, mich nicht mehr stressen lassen, meine Lebenszeit einfach mit den Menschen zu verbringen, die ich mag. Und das andere ist eben eine regelmäßige Überwachung, professionell, um Sicherheit zu haben, geht es mir gut, muss ich was korrigieren, etc. So gehe ich damit um.